Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie schon in meinem Video letzte Woche versprochen, mein Weekly Bullet Journal Setup für Juli. Die erste Weekly Bullet Journal Spread Idee habe ich euch ja schon im Video letzte Woche gezeigt, aber ich zeige euch nochmal eine kurze Zusammenfassung davon. Falls ihr euch das ganze Bullet Journal Setup Video von Juli mit dem ersten Wochenlayout für Juli anschauen wollt, habe ich es euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr mein Juli Bullet Journal Setup Video von letzter Woche gesehen habt, wisst ihr, dass mein Thema für Juli Sommer und Strand ist. Mein Weekly Bullet Journal Setup für Juli ist natürlich im gleichen Thema und in dem gleichen Scrapbook-Stil gestaltet. Wenn ihr ein paar Doodle-Ideen fürs Thema Sommer braucht, schaut doch mal bei meinem Sommer-Doodle-Ideen-Video von vor 2 Wochen vorbei. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr meine Videos schon eine Weile schaut, wisst ihr, dass ich für meine Wochenplanung gerne einen abgegrenzten Bereich für jeden einzelnen Wochentag habe und zusätzlich noch Platz für allgemeine Notizen. Die Weekly Bullet Journal Spread Idee von Woche 2 ist deswegen auch genauso aufgeteilt. Hier hat jeder Tag seinen eigenen Bereich, allerdings sind die Boxen dieses Mal am oberen und am unteren Rand angeordnet und den Kalender und den Platz für die Notizen habe ich in die Mitte gemacht. Dann habe ich als Deko wieder 2 Palmen mit Fineliner in die rechte untere Ecke gemalt. Ich konnte mich auch während meinem kompletten Bullet Journal Setup für Juli schon nicht entscheiden, ob ich die Palmen jetzt mit Fineliner, meinem schwarzen Crayola Super Tips Marker oder meinem schwarzen Tombow Marker ausmalen soll. Irgendwie haben die alle durch die Seiten von meinem Leuchtturm-Notizbuch durchgescheint. Wenn ihr Tipps habt für Marker oder auch Notizbücher von anderen Herstellern, bei denen nichts durch die Seiten scheint, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch bei meiner dritten Weekly Bullet Journal Spread Idee hat wieder jeder Wochentag einen eigenen Bereich. Hier sind die Bereiche aber nicht durch Linien geteilt, sondern relativ offen gehalten. Wie auch bei Woche 1 und 2 schon, habe ich die Wochentage in einer Art Kalligrafie geschrieben. Allerdings benutze ich dafür ja keinen Brushpen, sondern einfach einen Fineliner, aber um den Look vom Schreiben mit einem Brushpen oder einer Feder zu imitieren, mache ich bei jedem Buchstaben die Linien, die nach unten gehen, etwas dicker. Wenn euch ein Video zum Thema Kalligrafie bzw. Handlettering interessieren würde, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bereite mal so ein Video für euch vor. Auch in dieser Woche durfte natürlich ein kleiner Kalender und Platz für Notizen nicht fehlen. Als Deko habe ich wieder eine Palme gemalt und dann auch noch einen VW-Bus. Ich verbinde VW-Busse immer mit Roadtrips am Strand und Surfen und deswegen dachte ich, der passt eigentlich super zum Thema für mein Weekly Bullet Journal Setup für Juli. Für Woche 4 habe ich dann wieder deutlich voneinander abgegrenzte Bereiche für die Wochentage gemacht. Diese Weekly Bullet Journal Spread Idee ist sehr simpel gehalten mit wenig Schnickschnack. Als Deko habe ich aber auch hier wieder eine Palme gemalt und die Papierfetzen zusammen mit Karo-Papier und Washi-Tape eingeklebt. Ich habe bei meinem Video letzte Woche die Anmerkung bzw. Frage bekommen, ob ich auch mal andere Musik unter meine Videos legen könnte. Auf die Frage habe ich schon fast gewartet, weil glaubt mir, es ist auch nicht gerade spannend, während dem Schneiden immer das Gleiche zu hören. Ich finde es nur sehr schwer, gute, kostenlose, lizenzfreie Musik zu finden, also wenn ihr da einen Tipp für eine Seite habt, lasst es mich gerne wissen, dann wechsle ich meine Musik in den Videos auch mal aus. Im Gegensatz zu den anderen Wochen diesen Monat ist die Weekly Bullet Journal Spread Idee für Woche 5 ein bisschen chaotischer. Natürlich hat jeder Wochentag wieder einen eigenen Bereich, die sind aber nicht mit Linien abgegrenzt und ein bisschen versetzt zueinander.
Diesen Stil fand ich schon immer sehr schön, habe ich aber irgendwie selber noch nie ausprobiert. Hier habe ich dann als Deko auch wieder Palmen und Surfbretter gezeichnet. Ich habe ja die Doodles diesen Monat immer nur mit Fineliner bzw. in Schwarz gezeichnet bzw. gemalt, weil ich finde, wenn man so knallige Farben wie Orange und Blau benutzt, wirkt es sehr schnell sehr unruhig, wenn noch mehr Farben dazukommen. Wenn euch das Video zu meinem Weekly Bullet Journal Setup für Juli gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.